I love the company, but as you know, they've announced a few days ago that they're going to move a lot of their manufacturing business to Mexico. I'm just notifying John Deere right now. If you do that, we're putting a 200% tariff on everything that you want to sell into the United States. And saying all that, I had a conversation last week with Secretary Lutnick, and just told him how we feel. It's going to hurt Americans. It's going to hurt American jobs. It's going to hurt investments. We've seen the market tumble. I'm sure it's going to start tumbling again. In einem Moment, den niemand kommen sah. Ford und John Deere haben Donald Trump gerade auf der Bühne embarrassiert. Und die gesamte Menge schnappte nach Luft. Die Reaktion des ehemaligen Präsidenten, er ist völlig ausgerastet. Aber was denken Sie? Hat Trump die öffentliche Abreibung verdient? Kommentieren Sie 1. Wenn ja, 0. Wenn nein. Und machen Sie sich bereit, denn diese Geschichte ist wild. Was passiert? Deere teilte den Köder in 2 Hälften, obwohl Trump glaubte, er könne die Menge mobilisieren. Die Marke Deere war mehr als nur ein Logo in Amerikas Kernland. Wie Familienerbstücke wurden die Traktoren von Deere über Generationen hinweg weitergegeben. Trump glaubte, dass er John Deere in Verlegenheit bringen und gleichzeitig seine Fans für seine Sache mobilisieren könnte, indem er sich auf John Deere konzentrierte. Vielmehr stiftete er zum Aufruhr an. John Deere hat sich nicht unterkriegen lassen. In einer knappen, aber direkten Stellungnahme erklärte das Unternehmen, dass seine internationalen Aktivitäten für seine langfristige Rentabilität, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit entscheidend seien. Deere hat sich nicht verpflichtet, seine Absichten zu ändern. Plötzlich mussten sich Trumps treueste Anhänger zwischen dem Präsidenten, den sie unterstützt hatten, und dem Unternehmen, dem sie ihr Geld anvertraut hatten, entscheiden. Die Entscheidung erschütterte das ländliche Amerika. Auf Trump folgte eine Reihe von Landwirten. In Kleinstädten in Kansas, Indiana und Iowa kam es zu Boykotten gegen John Deere. Laut den örtlichen Händlern ging der Kundenverkehr stark zurück. In Facebook-Gruppen wurde für eine massenhafte Abwanderung zu konkurrierenden Marken wie Kubota, Case 1H und New Holland geworben. Die Zölle waren nicht mehr das einzige Thema. Es ging um Identität, Loyalität und Verrat. Andere hingegen verstanden den Aufschrei gegen Deere nicht. Es handelte sich um dieselben Maschinen, die ihre Unternehmen instand hielten, ihre Scheunen bauten und ihre Felder pflügten. Viele lehnten den Boykottantrag ab, um die Fähigkeit von Deere zu unterstützen, international Geschäfte zu machen. Die Wunden der Landwirte vertieften sich parallel zu den Parteispaltungen. Jahrelange Freunde wurden zu erbitterten Rivalen. Zwischen den örtlichen Landwirtschaftsämtern entbrannte ein heftiger Streit. Talkradio wurde zu einem Schlachtfeld. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft waren unmittelbar. Die Autohäuser begannen, Mitarbeiter zu entlassen. Aufträge wurden storniert. Die zusätzliche Belastung führte dazu, dass einige ländliche Volkswirtschaften, die aufgrund jahrelanger Verschuldung und Dürre ohnehin schon schwach waren, zu bröckeln begannen. Genau die Gemeinden, die Trump angeblich schützen wollte, erlebten eine finanzielle und kulturelle Katastrophe als Folge dessen, was er als einen Akt des wirtschaftlichen Schutzes bezeichnete. Und während die Landwirte sich für eine Seite entschieden, bereitete sich ein anderes Monster auf den Angriff vor. Aber nicht mit Slogans oder Reden. In den kommenden Tagen wird es nur noch heißer werden. Drücken Sie die Schaltfläche Abonnieren. Der Gegenangriff von Ford. Detroit hat nicht nur Vergeltung geübt, sie verbreiteten sich in der ganzen Welt. In den Tagen, nachdem Trump mit Zöllen gedroht hatte, trafen sich Ford-Beamte mit hochrangigen Vertretern. Es gab keine Ausbrüche in den sozialen Medien oder Kameras, nur Strategie, Fakten und rücksichtslose Analyse. Und alles würde anders werden, weil sie sich dafür entschieden haben. Anstatt das Weiße Haus direkt zu konfrontieren, vollzog Ford eine rasche, überlegte und stille Kehrtwende. Das Unternehmen begann, seinen weltweiten Produktionsplan zu beschleunigen. Kanada, Vietnam und Mexiko erhöhten ihre Investitionen in die Herstellung von Elektrofahrzeugen. Verträge mit neuen Zulieferern wurden im Ausland abgeschlossen. Ford hat keine große Sache daraus gemacht. Sie haben es durchgeführt. Die Argumentation war einfach. Ford würde schneller handeln, um seine Abhängigkeit von den USA zu verringern, wenn die USA es für seine weltweite Strategie bestrafen würden. Dies war keine Demonstration. Es war ein kalkulierter Rückzug. Die Unternehmensleitung von Ford war zu dem Schluss gekommen, dass Trumps Zölle wirtschaftlich nicht tragbar waren, auch wenn sie politisch brisant waren. Die zu erwartenden Verzögerungen in der Lieferkette,
Der Anstieg der Verbraucherkosten und die Reaktion der Wall Street würden sich nachteilig auswirken. Sie hatten recht. Ford hatte sich bereits vor dem Schlimmsten des Sturms geschützt, als Washington begann, die Auswirkungen zu bedenken. In Ohio und Michigan war die Reaktion kompliziert. Die Beschäftigten befürchteten, entlassen zu werden. Die Politiker in der Region beeilten sich, den Schaden zu begrenzen. Ford sandte eine deutliche Botschaft an seine Mitarbeiter. Es war eine Frage des Überlebens. Andere sahen in der Aktion eine Rebellion gegen eine Regierung, die den Patriotismus als Waffe einsetzte, während andere sie verurteilten. Außerdem wirkte sich die eigentliche Panik erst dann auf das Geld aus, als Ford seine Position in der Welt stärkte. Die Panik vor 100 Milliarden $. Alle Befürchtungen der Anleger wurden innerhalb von 72 Stunden wahr. Die Wall Street stand in Flammen, als sich die Auswirkungen von Trumps Zöllen bemerkbar machten. Die Analysten stuften den gesamten amerikanischen Fertigungssektor herab, nicht nur Ford und Deere. An einem einzigen Tag fiel der Dow Jones um mehr als 600 Punkte. Und das Erschreckendste daran, niemand konnte ein Ende absehen. Die Politik hatte nichts mit der Hysterie zu tun. Es hat etwas mit Mathematik zu tun. Die von Ford erwarteten Kostensteigerungen waren erschreckend. Analysten zufolge würden bestimmte Modelle aufgrund der 25-prozentigen Abgaben fast $10.000 mehr kosten. Für John Deere fielen die Zahlen deutlich schlechter aus. Es wurde erwartet, dass die Kosten für landwirtschaftliche Geräte um bis zu 30% steigen würden. Das bedeutete für die amerikanischen Käufer weniger Auswahl, eine langsamere Auslieferung und teurere Autos. Für die Landwirte bedeutete dies eine neue Schuldenrunde und die Einstellung geplanter Verbesserungen. Die Aktien wurden von Hedgefonds abgestoßen. Die Pensionsfonds, die bereits durch den Anstieg der Inflation verängstigt waren, zogen sich aus Investitionen in der Industrie zurück. Die Verwalter von Investmentfonds beeilten sich, eine Erklärung für den abrupten Rückgang zu finden. Die Aktienkurse waren nicht der einzige Faktor. Die Legitimität der amerikanischen Wirtschaft stand auf dem Spiel. Hinzu kam, dass das Weiße Haus keinen klaren Plan vorlegte, während die Wall Street Milliarden verlor. Trump bekräftigte seine Zusage, dass die Zölle wirksam sein werden. In den Fernsehnachrichten widersprachen sich seine Berater gegenseitig. Republikanische Gesetzgeber plädierten hinter verschlossenen Türen für eine Rücknahme. Niemand ist aufgetaucht. Schätzungen zufolge haben die Zölle bis zum Ende der Woche in allen betroffenen Branchen einen Marktwert von fast 100 Milliarden $, vernichtet. Der Zusammenbruch der Wall Street war jedoch nur ein Symptom. In ganz Amerika verbreitete sich die Krankheit in Autohäusern, Gewerkschaftshallen, auf Feldern und in Vorstandsetagen. Etwas Tiefgreifenderes brach aus. Und es war nicht einfach nur eine Reaktion. Die folgte. Ein Aufstand fand statt. Das Problem in der Lieferkette. Niemand hat damit gerechnet. Es begann mit einer einzigen, unmissverständlichen Ankündigung. 200% Zoll auf alle im Ausland hergestellten John Deere Maschinen. Das politische Ziel war es, das Outsourcing zu bestrafen. Das finanzielle Ergebnis? Ein Dominoeffekt, der die Wirtschaft von Kleinstädten ohne einen Notfallplan zerstörte, Produktionslinien zum Stillstand brachte und Versorgungswege unterband. Elwood, Indiana, war eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Mehr als 300 Menschen waren in einem lokalen John Deere Ersatzteilgeschäft in einer Kleinstadt beschäftigt. Dieser Betrieb wurde innerhalb von 2 Monaten nach Inkrafttreten des Zolls geschlossen. Dies war auf die Verzögerung, Umleitung oder vollständige Einstellung der Lieferungen aus Brasilien und Mexiko zurückzuführen. Nicht auf einen Rückgang der Nachfrage. Elwood war nicht allein. Der Schockstab, wie ihn Analysten heute bezeichnen, ereignete sich in den Industriestädten des Mittleren Westens. Dabei handelte es sich weder um saisonale Verlangsamungen noch um schrittweise Entlassungen. Es handelte sich um plötzliche Produktionsstopps, die durch einen Mangel an Teilen ausgelöst wurden, die niemand sofort ersetzen konnte. Elektrische Kabelbäume, Stahlgussteile und Lager. Diese Komponenten wurden alle entweder direkt importiert oder waren von Rohstoffen aus anderen Quellen abhängig. Die Preise stiegen sprunghaft an, Teile verschwanden. Und der Betrieb kam völlig zum Erliegen, als die Zölle eingeführt wurden. Für Unternehmen wie Ford und John Deere war dies eine furchtbare Situation. Für die Zulieferer war es ein Ereignis, das dem Aussterben gleichkam. Ein großer Elektronikzulieferer für die Hybridanlage von Ford in Michigan entließ 2/3 seiner Mitarbeiter, nachdem die Kosten für seine koreanischen Leiterplatten plötzlich in die Höhe geschnellt waren. Ein Logistikunternehmen in Iowa
das Traktorfrachttransporte durchführt, meldete Konkurs an. Großstädte und Unternehmenszentralen waren nicht die einzigen Orte, an denen diese Welleneffekte auftraten. Sie trafen die finanziellen Adern der Arbeiterklasse in Amerika. Die lokale Steuerbasis brach zusammen. Die Budgets für Schulen wurden gekürzt. Gaststätten und Lebensmittelläden verzeichneten einen Rückgang der Besucherzahlen. Die Tatsache, dass es den meisten dieser Gemeinden an tragfähigen Optionen fehlte, machte die Sache noch schlimmer. Sie hatten einen bestimmten Industriezweig mit ihrer lokalen Wirtschaft verbunden. Obwohl die staatlichen Behörden Konjunkturprogramme und Hilfsgelder versprachen, erreichte kaum etwas davon die Menschen rechtzeitig. Und die Wirtschaft war bereits zusammengebrochen. Es kam zu Kreditausfällen bei Familien. Häuser wurden zum Verkauf angeboten. Die Kirchen begannen, Lebensmittelsammlungen sowohl für die Mittelschicht als auch für die Verarmten zu organisieren. Dies war ein strategischer Fehler von Trump. Zolla, so hatte er erklärt, würden die heimische Lieferkette stärken und Arbeitsplätze schaffen. Es bedurfte jedoch mehr als nur präsidialer Anordnungen und Kühnheit, um die amerikanische Wirtschaft, die sich in Jahrzehnten der Globalisierung entwickelt hatte, zu entflechten. Sie waren sich bewusst, dass diese Gemeinschaften auf dem Altar des wirtschaftlichen Nationalismus geopfert worden waren. Nicht nur die Lieferkette stand unter Stress, sie war beschädigt. Noch brüchiger als das System selbst war jedoch das Vertrauen der Menschen, die es früher bediente. Denn es war kein Protest, der folgte. Es fand ein Aufstand statt. Und dort, mitten auf Trumps Wahlkarte, würde dieser Aufstand ausbrechen. Die Rebellion der Landwirte. Die amerikanischen Landwirte waren die treuesten Anhänger von Donald Trump. Sie schwenkten seine Fahnen, unterstützten seine Botschaft und stimmten sowohl 2016 als auch 2020 mit überwältigender Mehrheit für ihn. Sie sahen in ihm einen Kämpfer, der sich den Globalisten und den Eliten an der Küste entgegenstellte. Im Frühjahr 2025 sahen sich dieselben Bauern jedoch mit einer harten neuen Realität konfrontiert. Sie waren nicht mehr in der Lage, ihre Ernten zu halten. John Deere ist seit vielen Jahrhunderten die tragende Säule der Landtechnik im ländlichen Amerika. Wie ein Familienerbe genoss die Marke das Vertrauen der Landwirte. Als die Zölle eingeführt wurden, stiegen die Ausgaben von Deere jedoch erheblich. Auch die Kosten für jeden Traktor, jede Ballenpresse und jeden Mähdrescher stiegen. Der Aufkleberpreis für eine Maschine, die zuvor $250.000 gekostet hatte, lag nun bei $320.000. Das war für kleine und mittlere Betriebe finanziell nicht tragbar. Die Landwirte waren auf sich allein gestellt, als ihre Geräte verschlissen und gealtert waren. Aufgrund des Mangels an Komponenten stiegen die Reparaturkosten. Da die Banken Agrarkredite als hochriskant einstuften, kam es zu einem Finanzierungsstau. Auch die Einnahmen gingen rapide zurück, als die ausländischen Märkte aufgrund von Vergeltungszöllen für amerikanische Produkte geschlossen wurden. Was dann kam, war ein Novum. Die Landwirte begannen, ihren Unmut durch koordinierte, lautstarke Proteste zum Ausdruck zu bringen, anstatt wie im Mittleren Westen üblich ihre Unzufriedenheit im Stillen zu äußern. Außerhalb der Hauptstädte der Bundesstaaten veranstalteten sie Kundgebungen. Sie marschierten durch Topeka und Des Moines mit Plakaten, auf denen stand: Wir denken, sie haben uns verraten. Und die Zölle bringen uns um. Einst gehörten einige der lautesten Stimmen zu Trumps Unterstützern. Landwirte forderten Verantwortung. Nachdem sie Kundgebungen auf ihren Grundstücken veranstaltet, Magerhüte getragen und Trump-Fotos in ihren Scheunen aufgehängt hatten. Medien berichteten über virale Aufnahmen eines Landwirts in Nebraska, der ein Feld mit einem Trump-Schild in eine Grube pflügte. Er machte deutlich, dass Patriotismus nicht gepflügt werden kann. Die Gegenreaktion ging über die Demonstrationen hinaus. Die Landwirte schlossen sich zu Genossenschaften zusammen, um rechtliche Schlupflöcher zu nutzen und anderswo hergestellte Maschinen zu kaufen. Anstatt alles zu überhöhten Preisen vom Wild zu kaufen, taten sich andere zusammen, um gebrauchte Maschinen zu erwerben. Einst stolze lokale Bauernforen wurden zu Orten der offenen Revolte, des Verrats und des Grolls auf Trump. Es war mehr als nur ein finanzieller Misserfolg. Es war ein Bruch in der Kultur. Trump hatte mehr als nur Anhänger verloren. Sein gesamter politischer Aufstieg war ursprünglich von einer Lebensweise getragen worden, die er verloren hatte. Darüber hinaus brach eine weitere wichtige Institution von innen heraus zusammen, als die Landwirte ihre Gefolgschaft verbrannten: die tödliche Spirale des Autohauses. In der Vergangenheit bildeten die Händler die Grundlage des industriellen Vertriebssystems in den Vereinigten Staaten.
Diese Unternehmen waren mehr als nur Einzelhandelsunternehmen. Ob es sich nun um Ford-Ausstellungsräume in einer Kleinstadt in Ohio oder um John Deere-Händler im ländlichen Missouri handelte. Sie waren lokale Arbeitgeber, Führungspersönlichkeiten in der Gemeinde und repräsentierten eine solide Finanzlage. Viele Autohäuser befanden sich jedoch im freien Fall, als die Lieferketten zusammenbrachen und die Zölle einschlugen. Das erste Zeichen war unüberhörbar. Die Zahl der Gäste, die das Lokal betraten, ging zurück. Es folgten Stornierungen. Kunden, die sich die abrupten Preiserhöhungen nicht leisten konnten, zogen ihre Vorbestellungen für Lkw oder Traktoren zurück. Die Serviceabteilungen, die Wochen im Voraus geplant waren untätig. Es gab einen unbestimmten Rückstand bei den Ersatzteilen. Die Besitzer der Autohäuser, die mit Stolz Transparente mit der Aufschrift Built in America aufgehängt hatten, begannen zu erkennen, dass sie nun teure Repräsentationen eines gescheiterten Versprechens verkauften. Als nächstes folgten die Entlassungen. Tausende von Büroangestellten, Technikern, Verkäufern und Mechanikern wurden entlassen, da sie nicht in der Lage waren, die in den Boomjahren aufgenommenen Kredite zurückzuzahlen, mussten einige Autohäuser ganz schließen. In anderen standen die Ausstellungsräume leer und die Belegschaft war nur noch dem Namen nach vorhanden. Nach 80 Jahren schloss ein alteingesessenes Autohaus in Kansas seinen Betrieb. In den lokalen Medien wurden Nachrufe veröffentlicht. Nicht nur zur Unterstützung des Unternehmens, sondern auch für den Gemeinschaftssinn, den es verkörperte. Loyalverbraucher wurden skeptisch. Landwirte, die sich jahrelang auf ihren Händler in der Nähe verlassen hatten, machten diesen plötzlich für die Preiserhöhungen verantwortlich. Die Verunsicherung wurde durch Online-Foren verstärkt, in denen Berichte über Liquidationen und Konkurse verbreitet wurden. Alternative Marken nutzten das schwindende Vertrauen aus. Mit ihren starken Marketinganstrengungen versprachen ausländische Hersteller, vor allem solche mit lokalen Montagewerken wie Toyota und Kubota, Stabilität, Erschwinglichkeit und Patriotismus ohne politische Einflussnahme. Ein einst stolzer und sicherer Teil der amerikanischen Wirtschaft verwandelte sich in eine geisterhafte Hülle. Ein weiterer Konflikt entbrannte, als die Händler um ihr Leben kämpften. Dieses Mal in den Hauptstädten der Bundesstaaten und nicht an den Arbeitsplätzen oder auf den Farmen. Schließlich überschritten republikanische Gouverneure die Schwelle, mit der niemand gerechnet hatte. Trump gegen die Gouverneure. Interessanterweise wurde Trumps wirtschaftlicher Kreuzzug nicht zuerst von liberalen Politikern oder linksgerichteten Kommentatoren angefochten. Es waren die republikanischen Gouverneure des industriellen und landwirtschaftlichen Kernlands von Amerika. Diese Führungspersönlichkeiten trafen die Entscheidung, angesichts der bröckelnden lokalen Wirtschaft, der in die Höhe schießenden Arbeitslosigkeit und eines drohenden Volksaufstands zurückzuschlagen. Die Gouverneure von Iowa, Nebraska und Michigan begannen, Private-Treffen abzuhalten, obwohl sie nicht die Absicht hatten, mit der Republikanischen Partei zu brechen oder Schlagzeilen zu machen, waren die Zahlen unbestreitbar. Konkurse von landwirtschaftlichen Betrieben haben zugenommen. Die Arbeitsplatzverluste im verarbeitenden Gewerbe näherten sich ihrem schlimmsten Stand seit der großen Rezession. Das Schlimmste war, dass sich die Wählerschaft veränderte. Unter ihnen erodierte die politische Landschaft. Diese Gouverneure reagierten darauf, indem sie das Weiße Haus aufforderten, die Zölle zu senken. Es wurden einige wichtige Ausnahmen für die Industrie vorgeschlagen. Andere sprachen sich für die Aufhebung der schädlichsten Handelssanktionen aus. Trump lehnte ab. Er beschuldigte sie erneut, illoyal und schwach zu sein. Hinter verschlossenen Türen brachen Wutausbrüche aus. Der Gouverneur von Iowa kritisierte die Zölle in einer seltenen öffentlichen Rede und verglich sie mit einem Hammer, der immer wieder sein Ziel verfehlt und stattdessen die Menschen erschlägt. Die Gesetzgeber des Bundesstaates Michigan verabschiedeten eine Resolution, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, die Handelspolitik neu zu bewerten. Trump legt das Landesinnere trocken, so die in konservativen Medien veröffentlichten Stellungnahmen. Einige Gouverneure gingen sogar noch einen Schritt weiter. Um Arbeitsplätze zu schützen, begannen sie, insgeheim Allianzen auf Staatsebene mit ausländischen Autoherstellern und Herstellern von landwirtschaftlichen Geräten zu diskutieren. Diese Vereinbarungen zeugten von der erneuten Bereitschaft, sich über Washington hinwegzusetzen und die offizielle Politik zu umgehen. In Echtzeit brach die Republikanische Partei auseinander. Diese Gouverneure wurden von Trump-Anhängern des Verrats bezichtigt. Die Gouverneure wurden jedoch als Helden angesehen, weil sie den Unruhen in Gemeinden, die durch wirtschaftliche Not erodiert waren, ein Ende gesetzt hatten.
Das Gewicht der praktischen Auswirkungen ließ das einst einheitliche Fundament des ländlichen Konservatismus ins Wanken geraten. Darüber hinaus würde die nächste Aktion des Weißen Hauses das Problem auf ein noch gefährlicheres Niveau heben, da sich die politischen Gräben vertieften. Die Auswirkungen im globalen Maßstab. Donald Trump hat vielleicht mit dem Widerstand Chinas, Deutschlands oder sogar einiger Technokraten in Brüssel gerechnet, als er seine wirtschaftliche Bazooka auf Ford und John Deere abfeuerte. Die harsche Gegenreaktion von Amerikas engsten Freunden, Kanada und Mexiko, überraschte das Weiße Haus jedoch völlig unvorbereitet und war etwas, womit es nicht gerechnet hatte. Es handelte sich nicht um ideologische Feinde oder weit entfernte Gegner. Sie waren Handelspartner, Nachbarn und häufig auch kulturell verwandt. Die Reaktion kam nicht nur prompt, sondern war auch intim. Kanada berief, 48 Stunden nach Trumps Ankündigung einer 200-prozentigen Steuer auf im Ausland hergestellte John Deere-Maschinen eine Dringlichkeitssitzung seines Handelsrats ein. Vor dem Parlament erklärte Premierminister Mark Carney, dass wirtschaftlicher Nationalismus, der sich als Patriotismus ausgibt, in Kanada nicht geduldet werde. Mit Sojabohnen, Mais, Weizen- und Molkereiprodukten erhebt die kanadische Regierung eine Ausgleichssteuer auf US-Produkte. Agrarexporte. Dies waren nicht nur willkürliche Waren. Für dieselben amerikanischen Landwirte, die Trump unterstützt haben, sind sie die finanzielle Lebensgrundlage. Es war eine kalkulierte Verletzung. Mexiko hingegen verfolgte eine drastischere Strategie. Es führte ein neues Steuersystem für in den Vereinigten Staaten hergestellte Fertigfahrzeuge ein und stoppte Verträge mit einer Reihe von US-Firmen, Zulieferern ein und nutzte dabei seine starke Integration in die amerikanische Automobilzulieferkette. Darüber hinaus erklärten die mexikanischen Behörden, dass die Gespräche über die Aufteilung der Wasserressourcen für die Landwirtschaft ausgesetzt würden, was die bereits von der Dürre geplagten amerikanischen Landwirtschaftsgebiete im Südwesten weiter belasten würde. Die Reaktion war erfolgreich. In den ersten 2 Monaten konnten die Agrarexporte nach Kanada und Mexiko um fast 20% zurückgegangen. Landwirtschaftliche Genossenschaften in Wisconsin, Iowa und Texas meldeten abrupte Umsatzeinbußen und stornierten Lieferungen. Landwirte, die mit Stolz die Trump-Flagge auf ihren Ställen gehisst hatten, waren nun in Gefahr, bankrott zu gehen. Die internationale Entschlossenheit wurde nur noch größer, je mehr das amerikanische Leid zunahm. Trump hat nicht nur den internationalen Handel zersplittert, sondern ihn auch zu einer Waffe gemacht. Wenn er jedoch glaubte, dass das Leid lokal bleiben würde, musste er mit einem weiteren Schock rechnen, denn die Europäische Union plante ihre eigenen wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen jenseits des Atlantiks. Europas Rache, die IV-Blockade. Europa zeigte keine Anzeichen eines Zurückschreckens, während amerikanische Unternehmen und Landwirte in Angst und Schrecken versetzt wurden. Die Europäische Union sah in dem sich zuspitzenden Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union die ideale Gelegenheit, sich als Weltmarktführer für umweltfreundliche Technologien zu profilieren und die Bestrebungen von Tesla, Ford und den Vereinigten Staaten im Bereich der Elektrofahrzeuge ein für allemal zu begraben. Die inoffiziell als EV-Blockade bezeichnete Reaktion war eine einzige Maßnahme, die in das System implementiert wurde. Die Europäische Kommission hat einen weitreichenden Beschluss gefasst. Der besagt, dass in den Vereinigten Staaten hergestellte Elektrofahrzeuge nicht für die von der Europäischen Union angebotenen Klimaanreizprogramme in Frage kommen werden. Jedes Elektroauto, das aus den Vereinigten Staaten importiert wird, käme nicht mehr für Rabatte, Subventionen oder staatliche Beschaffungsverträge in Frage. Dies gilt unabhängig davon, ob das Fahrzeug das Ford-Label, das Tesla-Emblem oder sogar die neueren elektrischen Chevrolet-Modelle trägt. Die Sperre trat sofort in Kraft. In Deutschland wurden über Nacht die Anreize für in den Vereinigten Staaten hergestellte Elektrofahrzeuge abgeschafft, was zu einem 40-prozentigen Rückgang der Bestellungen von Elektrofahrzeugen der Marken Tesla und Ford führte. Der nächste Schritt war die Einführung einer kohlenstoffbereinigten Importsteuer in Frankreich, mit der amerikanische Autos für die Emissionen, die sie beim Transport verursachen, bestraft werden. Italien führte eine Luxussteuer ein, die auf hochwertige amerikanische Waren, einschließlich Elektrofahrzeuge, abzielte. Doch Europa nahm den Vereinigten Staaten nicht nur Produkte weg. Es lockte auch seine eigenen Automobilhersteller an. Volkswagen, Renault und Stellantis erhielten massive,
Vom Staat finanzierte Konjunkturpakete mit dem Ziel, die Produktion von Elektrofahrzeugen zu steigern. Die Gebühren für Investitionen in die Infrastruktur wurden um den Faktor 2 erhöht. Infolge der neuen Gesetzgebung waren die staatlichen Stellen verpflichtet, lokalen Marken Vorrang einzuräumen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs waren sehr offen. In dieser Situation standen Überleben und Souveränität auf dem Spiel. Sie sahen in der aggressiven Handelspolitik von Präsident Trump eine Gefahr für die Grundlage der internationalen Zusammenarbeit. Die beste Methode, sich zu wehren. War, die wirtschaftliche Pipeline umweltfreundlicher Technologie, in den Vereinigten Staaten zu ersticken. Die Führungskräfte von Ford bezeichneten den Schritt als katastrophal. Die Führung von Tesla bezeichnete ihn als eine Erklärung des Wirtschaftskriegs. Trotzdem konnte keiner der Konzerne etwas dagegen unternehmen. Eine Meinungsverschiedenheit über den Handel wurde von der Europäischen Union in eine ideologische Konfrontation umgewandelt. Bei Trump ging es in erster Linie um die Vereinigten Staaten von Amerika. Als Antwort darauf hat Europa alle anderen als sich selbst zum Thema gemacht. Zur gleichen Zeit, als die westliche Welt auseinanderfiel, traten zwei Nationen, von denen man nicht erwartete, dass sie zusammenarbeiten würden, auf den Plan, um die Zukunft zu erobern. China und Indien rücken nach. Der Tod der amerikanischen Vorherrschaft. Inmitten von Trumps Konflikt mit Ford und John Deere haben China und Indien die Situation nicht nur beobachtet. Es gab eine Vorwärtsbewegung. Durch den heftigen Handelskrieg zwischen Europa und Nordamerika bot sich Peking und Neu-Delhi eine strategische Chance. Sie haben beschlossen, es zu tun. China hat im Rahmen seines Belt and Road Programms eine Reihe von schnellen Initiativen gestartet. Sie zielten darauf ab, aggressiv um Staaten in Afrika, Südostasien und Lateinamerika zu werben. Das Angebot war einfach. Elektroautos und Industrieanlagen, die sowohl erschwinglich als auch zuverlässig sind und für die es keine politischen Zwänge gibt. Das chinesische Elektroautounternehmen BYD hat Flottenverträge in Brasilien, Kenia und Indonesien unterzeichnet. Die Finanzierung erfolgte durch Banken, die sich im Besitz der chinesischen Regierung befinden. Da Indien nicht ins Hintertreffen geraten wollte, setzte es einen Plan um, der für die ganze Welt gedacht war. In dem Bemühen, den von Trump angeführten Handelsstreit zu umgehen, haben Mahindra und Tata ihre Produktion von kostengünstigen Traktoren und leichten Elektrofahrzeugen erhöht. Sie haben sich als die Lösung der Wahl für expandierende internationale Märkte positioniert. Die Unfähigkeit, indische Produkte zu ignorieren, wurde durch Subventionen, Technologietransfers und aggressive Preisgestaltung ermöglicht. Die Unternehmen in den Vereinigten Staaten konnten aufgrund von Zöllen und Rufschädigung nicht mit der Konkurrenz mithalten. Die Aufrechterhaltung der Vertriebsnetze von Tesla in Übersee war eine Herausforderung für das Unternehmen. Die Expansionspläne, die Ford in Argentinien und Thailand hatte, wurden gestrichen. Unter der Führung von Mahindra gelang es John Deere nicht, einen wichtigen Regierungsauftrag in Südafrika zu erhalten. In Bezug auf die Symbolik war das ein harter Schlag. Viele Menschen halten amerikanische Marken heute für wirtschaftlich gefährlich und politisch instabil, obwohl sie früher ein Synonym für Innovation und weltweite Führung waren. In dieser Zeit galten Unternehmen mit Sitz in China und Indien als pragmatisch, skalierbar und potenzialorientiert. Es ging um mehr als nur um einen Umsatzrückgang. Dies markierte einen Wandel in der Geschichte. Im industriellen Wettlauf des 21. Jahrhunderts hat sich eine neue Gruppe von Marktführern herausgebildet, zu der die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr gehören. Der Aufstieg Chinas und Indiens war jedoch nicht der einzige Faktor. Rund um die Vereinigten Staaten von Amerika braute sich ein ruhiger Sturm zusammen. Der Aufstieg des ausländischen Landmaschinenimperiums. In der Zeit, in der John Deere um sein politisches Überleben kämpfte und Trump seine Wirtschaftskampagne intensivierte, ereignete sich in den Vereinigten Staaten etwas Erstaunliches. Ausländische Landtechnikmarken stürmten in die Lücke. Innerhalb von weniger als einem halben Jahr vergrößerte der indische Agrarriese Mahindra sein Händlernetz in den Vereinigten Staaten um mehr als 30%. Kubota, in den Vereinigten Staaten bereits eine bekannte Marke, startete eine landesweite Werbeaktion mit dem Titel Built for Now. Die Kampagne bot beträchtliche Preisnachlässe, Inzahlungnahmeprämien und Finanzierungsmodelle, die in jeder Hinsicht wettbewerbsfähiger waren als die von John Deere angebotenen. Trotz der Tatsache, dass das Unternehmen von einem multinationalen Konzern kontrolliert wurde,
vermarktete sich Case E. Hatcher als die echte amerikanische Alternative. Die Zielgruppe bestand aus konservativen Landbewohnern, die sich von der weltweiten Strategie von Deere getäuscht fühlten. Es dauerte nicht lange, bis Händler, die bisher nur John Deere-Artikel vertrieben hatten, damit begannen, ihre Regale mit Waren konkurrierender Unternehmen zu bestücken. Die Ergebnisse waren nicht zu leugnen. Der Absatz von Geräten, die nicht von Deere hergestellt wurden, verdoppelte sich in Orten wie Missouri, Nebraska und North Dakota. Landwirte, die zuvor dem grün-gelben Imperium die Treue geschworen hatten, trugen nun rote, orangefarbene oder blaue Flecken auf ihren Haaren. Obwohl die wirtschaftliche Umstellung bedeutend war, war die psychologische Anpassung vielleicht noch bedeutender. Deere hatte nicht nur Marktanteile verloren, sondern auch das Vertrauen in die Kultur. Und die neuen Marktteilnehmer schämten sich nicht, dies zu erwähnen. Auf den Straßen des Landes tauchten Mahindra-Plakate mit Slogans wie No Politics, Just Power Off. In Werbespots, die im Fernsehen ausgestrahlt wurden, stellte Kubota amerikanische Landwirte vor, die das Unternehmen dafür lobten, dass es auftauchte, als Deere es nicht tat. Einige dieser ausländischen Unternehmen haben inzwischen mehr Amerikaner pro verkaufter Einheit eingestellt als ihre Konkurrenten mit amerikanischer Marke, was eine amüsante Wendung der Dinge darstellt. Dennoch waren die Gefühle wichtiger als die Fakten. Trump hat einen politischen Flächenbrand ausgelöst, und die Flammen verbrennen dieselben Unternehmen, die durch den Flächenbrand geschützt werden sollten. In der Zeit, in der Deere am Boden lag und Ford zu kämpfen hatte, festigte das ausländische Landmaschinenimperium still und leise seine Vorherrschaft auf dem amerikanischen Markt. Und was ist mit den Bürgern der Vereinigten Staaten? Sie haben ihre Augen auf sie gerichtet. Diejenigen, die arbeiteten, fühlten sich im Stich gelassen. Diejenigen, die investiert hatten, fühlten sich bestätigt. Und Washington? Die Bundesregierung in Washington bereitete sich auf das vor, was sich als Trumps bisher riskanteste Wirtschaftsmaßnahme herausstellen sollte. Trumps letzter Schritt, die 25%-Katastrophe. In einer vernichtenden Rede in Tulsa, Oklahoma, enthüllte Präsident Trump seine letzte und extremste Maßnahme, eine 25%ige Steuer, die auf alle importierten Industrieprodukte erhoben würde. Mit anderen Worten, dies betraf alles, von Traktoren über Autoteile, Halbleiter, Kühlschränke, Elektrofahrräder, Solarzellen bis hin zu Waschmaschinen. Es ging nicht mehr darum, John Deere oder Ford für ihr Handeln zu bestrafen. Es war ein verzweifelter Versuch, die amerikanische Wirtschaft in die Knie zu zwingen, und er hatte Erfolg damit. Der America First Manufacturing Act war der Name, den er dieser Politik gab. Wirtschaftswissenschaftler nannten es einen Todespakt. Der Dow Jones verzeichnete in nur 3 Tagen einen Rückgang von mehr als 900 Punkten. Das Vertrauen der Verbraucher brach ein. Infolge der über Nacht gestiegenen Kosten für importierte Waren gerieten die kleinen Unternehmen in Panik. Die Preise stiegen auf breiter Front, vom Pickup bis zu den Elektrogeräten. Aber das war noch nicht das Ende des Leids. Der Zollsatz von 25% hatte verheerende Auswirkungen. Infolge der ständig steigenden Kosten haben die Bauunternehmen ihre Projekte entweder verschoben oder gestrichen. Die Preise für landwirtschaftliche Geräte stiegen so stark an, dass die Finanzinstitute sich weigerten, kleineren landwirtschaftlichen Betrieben Kredite zu gewähren. Autoreparaturwerkstätten waren nicht mehr in der Lage, Ersatzteile zu beschaffen. Die Einzelhändler lehnten Bestellungen ab. Die Verbraucher in den Vereinigten Staaten befanden sich in einer Zwickmühle zwischen Inflation und Knappheit. Als Reaktion darauf ergriffen die Regierungen anderer Länder Vergeltungsmaßnahmen. Die Europäische Union verhängte Vergeltungszölle auf Ausfuhren von Lebensmitteln und Technologie aus den Vereinigten Staaten. Eine vergleichbare Abgabe von 25% wurde von Kanada auf alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus den Vereinigten Staaten erhoben. In der Vergangenheit war Mexiko ein stiller Partner. Dennoch wurde beschlossen, sich aus 3 anstehenden Infrastrukturverträgen zurückzuziehen und stattdessen auf chinesische Lieferanten auszuweichen. Trump hatte gehofft, dass die Unternehmen in die Vereinigten Staaten zurückkehren würden. Stattdessen hat er sie noch weiter weggetrieben. Bis zum Ende des Jahres hatten mehr als 20 große Hersteller entweder ihre Expansionsbemühungen in den Vereinigten Staaten eingestellt oder öffentlich ihre Absichten zur Verlagerung ins Ausland bekannt gegeben. Das verarbeitende Gewerbe in den USA wurde von der Wall Street insgesamt schlechter bewertet. Die Verfügbarkeit von Risikokapital ging zurück. Die Kreditmärkte kamen zum Stillstand. Aber das ist nicht der Schluss der Erzählung.
Das liegt vor allem daran, dass Trumps letzter Zolltarif nicht nur gescheitert ist. Er hatte geschworen, die Wirtschaft zu verteidigen, aber sie wurde von ihm gesprengt. Was denken Sie also? Ist Trump zu weit gegangen? Oder sind Ford und John Deere zu weit gegangen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Und wenn Sie das schockiert hat, drücken Sie auf den Like-Button. Abonnieren Sie den Beitrag und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder.